In dieser Folge fahren wir durch Pakistan. Von der iranisch-pakistanischen Grenze aus geht es mit Eskorte nach Quetta und von da aus noch weiter. Wie immer haben wir an den Grenzen keine Filmaufnahmen gemacht. Die Ausreise aus dem Iran war problemlos und nach 5 Minuten kam dann schon unsere Eskorte, die uns über das Niemalsland zur pakistanischen Seite begleitet hat. An der pakistanischen Grenze wurden wir sehr nett aufgenommen und es ging auch ziemlich schnell weiter mit Eskorte Richtung Quetta. In Pakistan gibt es die sogenannten Levis und die sind dafür da, um die Touristen, die durch das Land fahren, so wie wir, zu schützen. Manchmal sitzen sie dann mit im Auto drin, mit einem Gewehr auf dem Schoß. Manchmal fahren sie auch voraus und wir hatten zeitweise sogar beides. Es ist dann so, dass es ziemlich viele Checkpoints gibt, wo man dann anhalten muss, wo die Eskorten gewechselt werden. Und das kann dann auch schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, weil man immer auf die nächste Eskorte warten muss. Die Eskorte kann nicht vorher angemeldet oder geplant werden und sie ist auch nicht optional. Also man muss mit Eskorte zumindest durch den Süden von Pakistan fahren. Kite, yeah. Yes. Very cool kite. Here, the camera. Camera. Picture. Bye-bye. Good Hafiz. Da wir 2 Tage in Quetta verbringen mussten, wollten wir zumindest ein bisschen was von der Stadt sehen. Außerdem mussten wir noch mal was einkaufen und nach über 2 Stunden Warten durften wir dann mit Moped-Eskorte voraus in ein Tuk-Tuk steigen und einmal durch Quetta zu einem kleinen Markt fahren. Auf dem Markt wurden wir dann von der Eskorte auf Schritt und Tritt begleitet und da haben wir uns dann nicht getraut, weitere Aufnahmen zu machen. Eigentlich wollten wir gar nicht nach Quetta, aber jeder Reisende, der durch Pakistan fährt oder geht, muss mindestens für 2 Tage in Quetta anhalten.
und dort das NOC-Dokument beantragen. Was genau das NOC-Dokument ist, haben wir selbst nie wirklich herausgefunden. Wir fanden das Ganze ein bisschen komisch, weil so viel Wert auf Sicherheit gelegt wird. Man darf im Süden von Pakistan praktisch keinen Fuß irgendwo hinsetzen ohne Eskorte. Und da der Süden von Pakistan und die Bereiche, die an Afghanistan angrenzen, als gefährlich eingestuft werden, fanden wir es etwas komisch, dass man dann von der Eskorte nach Quetta gebracht wird, was ja eine Metropole in der Nähe von der afghanischen Grenze ist. Und deswegen konnten wir nicht ganz verstehen, warum man 2 Tage in Quetta sein muss, um dort ein Dokument zu beantragen. Also hatten wir unterwegs auch versucht, den Levis zu sagen, dass wir das Dokument nicht brauchen, dass wir so weiterfahren dürfen. Aber leider wurde uns das nicht abgekauft und so mussten auch wir nach Quetta und hier 2 Tage auf unser Dokument warten. Die Office, die ihr hier seht, ist die Polizeioffice, zu der wir öfters mussten, um irgendwelche Dokumente zu unterschreiben. Auch wenn das Ganze ein kleines Durcheinander war und wir nie ganz verstanden haben, warum wir 2 Tage dort warten mussten, waren die Leute, mit denen wir dort zu tun hatten, immer alle sehr nett. Und das ist doch das, worauf es am Ende ankommt. 2 Minuten, sagt er. Die Polizisten in Quetta haben uns erzählt, dass 5 Reisende die Woche durch Pakistan fahren. Manche zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Diese werden dann öfters sogar auf dem Pickup-Truck mitgenommen und zur nächsten Polizeistation gefahren und andere sind mit dem Motorrad oder mit dem Auto unterwegs. Ja, voll schade eigentlich.
Eine Sache, von der wir, vor allem Steffen, nicht die Augen lassen konnten, waren die wunderschön geschmückten pakistanischen Trucks. Schon nach den ersten Kilometern in Pakistan ist uns der erste Truck entgegengekommen und wir dachten uns nur, wow, was ist denn da los? Überall klirrte es und es war total laut, da waren sogar Windmühlen an dem Truck und die Windschutzscheibe war so zugeklebt, dass man das Gefühl hatte, da kann niemand mehr rausgucken. Und irgendwann haben wir dann auch einen unserer Levis gefragt, was es damit auf sich hat. Und er hat dann nur gelacht und meinte, wie erkläre ich euch das am besten? Wieso trägt eine Frau Make-up?